Ich glaube, Cynthia Weaver wird keine Lampe mehr brauchen, denn sie ist nun eine Kreatur der Dunkelheit. Und damit herzlich willkommen zurück zu Alan Wake 2. In der letzten Folge haben wir mit ansehen müssen, wie Tor Anderson in einem Übergang verschwunden ist. Und Odin will unbedingt, dass wir ihn retten. Ich will das natürlich auch. Ähm, Wir überqueren mal fix diese Brücke und reden mit Rose, die das alles sehr gechillt hinnimmt. So, was weißt du? What was that? Where did Tor go? What on earth do you mean, Saga? Tor is resting in the wellness center. Remember? What? We both saw him go into the pond. Okay. Are you fucking with me, or is this the story again? Now. Let's cool it with the language. She's clearly lying to me. Why? Boah, ich werde so die Scheiße aus dir rausprofilen, Rose. Rose watched Tor go into the pond. Why is she lying to me? The secret mission for Alan's #1 fan. The hero will say Wake has returned. We're all characters in his story. Gee whiz. I'm not his fucking character. But I can use that phrase to make Rose stop lying to me. Wake has returned. Ich glaube, sie macht hier ihren Job nicht für Wake, sondern für Scratch und checkt's nicht. Weil eigentlich ist sie ja quasi eine von der Dunkelheit berührte Person, die eigentlich, ja, auf Wakes Seite war. Obwohl sie ihn, ja, mit Schlafmittel paralysiert hat. Aber ich glaube, sie hat eigentlich ein gutes Herz. Cynthia took Tor. What happened to her? When the darkness touches your head, your bookshelf gets shuffled. I put her lamp in the shoebox. What do you call a lamp lady without her lamp? Is Rose talking about Cynthia or herself? Or both? Stimmt, eigentlich ist ja Rose jetzt die Lamp Lady, weil wir sie äh, in Alan Wake 1 am Ende ja mit einer Lampe sehen, in den Teich. Tor disappeared into the pond. It's another overlap. Has to be. How do I get inside? Ich hoffe, dass wir Thor retten können und nicht gegen ihn als Boss kämpfen müssen. Wake sagte Rose, sie solle nach der Heldin Ausschau halten, nur sie würde ihr helfen. Okay. Rose weiß, was hier vor sich geht. Wenn ich ihr sage, dass Wake zurückgekehrt ist, hält sie mich vielleicht für heldenhaft und hilft mir. Was sind denn die Ziele? Rette Tor vor dem Übergang, finde einen Weg in den Übergang, rede mit Rose am Teich. Okay. Rose. Wake has returned. Oh my god. You're the hero! You're here to save Alan! I feel so silly for trying to keep you out of the wellness center. I locked Tor and Gale in there after they lost it, and I didn't want you getting hurt. Before I forget, here's the page Wake told me to give you. Oh, and you'll need my keys to get around. Cute ist sie irgendwie doch, finde ich. Saga jabbed the selector on the jukebox, the missing record in its place. Saga couldn't have found it without Odin's help. A light bloomed in through the garden window. The horror story beat me to Tor. I have to rescue him. The key to this overlap is an old Gods of Asgard record. Odin will know more. Geil. Geil. Saga drückte auf den Wähler, die fehlende Platte, bla bla bla. The page says the record will open the overlap. Or is the page predetermining it? Am I just playing into the story? Die Schallplatte ist der Schlüssel zum Übergang.
Look in the mirror, the cobweb of our soul. So, Saga öffnet den Übergang im Valhalla Pflegeheim. Saga jabbed the selector on the jukebox. The missing record in its place. Saga couldn't have found it without Odin's help. Standing there, Saga felt exposed, expecting the shadows to come alive. The needle crackled on the vinyl. The song swelled. Odin had said it was written for her and her mother. Her grandfather's apology. The lamentation of an old man. His heart was broken, sinking into darkness. Odin had said that the song would be a way to know Tor, a way to find him. A light bloomed in through the garden window. That's where Tor had vanished into the pond. Saga knew what she had to do. Ja, ein weiteres Ritual. Aber erst profilen wir nochmal Odin. The page mentions a missing record. Do you know where it is, Odin? Driven by passion, raging like a storm. Your grandfather made the song to apologize. To your mother, Freya, and to you. Tor's like a storm. Your mother did the right thing, leaving with you, even if it broke your grandfather's heart. And mine. Listen to the song, Saga. It's all there. Tor only had one record made. He keeps it in the museum. Odin knows my mom's name. He's saying my mom took me away when I was still a baby. Plausible. Stay on task. The record is in the museum. Tja, dann müssen wir wohl wieder zurück ins Nursing Home. Aber ich würde sagen, wir schauen uns noch ein bisschen hier um. Ich denke, mit dem Schlüssel von Rose können wir nicht die Türen hier aufmachen, die mit dem... I need bolt cutters. Ja. Driven by passion, raging like a storm. Hast du noch was zu sagen? Tatsächlich. Wo steckt Tor? Was ist passiert? Sie kommunizieren mit Wake. Wake is in custody. How have you been in contact with him? He leaves me messages in funny places, like the newspaper, books. Once he even wrote to me with a cloud. If it's something really important, he tells me in a dream. Okay. And what does he say to you with these clouds? Ways I can help him, how I can stay safe, good dinner recipes, ways to kill Taken, lots of stuff. I've been finding some pages of writing lately too, so he must be working on a new book. Exciting. What happened to Tor just now? Cynthia took him. Ugh, I knew someone was messing with Tor's head. There's something wrong with the water here. Pipes acting up, black stuff coming out. Cynthia's probably behind that too. Does Cynthia have any connection to the cult of the tree? Oh no, she's way too frail for that. But she used to be this town's best defense against the forces of darkness. Well, after Alan. But I guess it finally got her. Ich habe deine Lunchboxen gefunden, Lady. You're the one leaving those Alex Casey lunchboxes around, aren't you? Guilty. They were the only Alan-related containers I could find online. He told me to destroy the Taken around town, and I needed some way to stash my gear. I even recruited Mandy May to make knitwork decorations to mark the sites. The stashes are for you, too. You being the hero and all. Thanks. I already have been. You need to get the residents out of here. It's not safe. Oh, this kind of stuff rolls right off their backs. They've lived very rich lives. Very resilient. But I already told everyone to wait at the designated muster point on the front porch. We run drills every few months. I'm so proud of them.
I'm impressed by how prepared you are. We're pretty used to this kind of thing. Wake tells you how to kill Taken? Oh, sure. You're the hero, so you must know all about it. All you need is a strong light, and then your conventional methods of extreme violence. Simple stuff. The tough part is hiding the bodies. I honestly don't know how to react to this. Just doing my part, sister. Vielleicht solltest du der guten Handschellen anlegen. Bleibst du jetzt hier sitzen? Scheinbar schon. Good luck with your hero stuff, partner. I've got plenty of exciting things to take care of for Alan. Ja, dann viel Spaß. Ich glaube, wir haben einen versteckten Körper gefunden schon. Hier unten im Keller. Gehen wir da mal rein. Ich glaube, wir müssen auch erstmal eigentlich wieder hoch. Rose, Tor ist Cynthia gefolgt, weil er Cynthia ihn verwirrt und seinen Kopf verwirrt hat. Warum macht sich Cynthia solche Mühe, Tor aus dem Spiel zu bringen? Es gibt nur eine Kopie der Schallplatte, Tor hat sie im Museum des Pflegehauses aufbewahrt. No. Sie bewahrten die Schallplatte im Museum auf. Sie muss für sie wichtig gewesen sein. Driven by passion, raging like a... Okay, Odin, Mamas ist mit mir weggezogen wegen Thor. Thor wollte sich entschuldigen, aber er hatte nie die Gelegenheit dazu. Von den wenigen Sachen, die Mama erzählt hat, ergibt das hier tatsächlich Sinn. Stimmt es wirklich? Was hat Thor getan, dass Mama gegangen ist? Ich finde es echt cool, dass die beiden, also die Anderson-Brüder, mehr Relevanz bekommen. Wake erklärte ihr, wie man Besessene tötet. Sie glaubt, dass sie für ihn gearbeitet hat. Hier ist doch irgendwo was mit Rose. Oder nicht? Kultziel. Right. Kein Kultmitglied. Gott sei Dank. Jakko, Ilmo, Blum, Mulligan und Thornton, alles Kultmitglieder. Jakko, Ilmo waren Kultanführer. Sie ist zwar etwas exzentrisch, aber sie scheint nicht dem Kult anzugehören. Ways I can help him, how I can stay safe, good dinner recipes, ways to kill Taken, lots of stuff. I've been finding some pages of writing lately too, so he must be working on a new book. Exciting. Rose, die Lunchboxen, die ich gefunden habe, hat Rose für sich und die Helden zurückgelassen. Rose Marigold left these lunchboxes for me. Rose ist Alan Wake apparently told her verantwortungsvoll, to. I verwendet, guess I owe her one. verwendet Vorräte, um Besessen für Wake zu töten. Also hat doch Rose die Lunchboxen zurückgelassen. Gut, dass ich sie geplündert habe, immerhin bin ich hier die Heldin. Okay, nee, ich wollte jetzt eigentlich nochmal zurück. Suche im Museum das Bla, okay. Dann gehen wir zuerst hier rein. Und erkunden diesen vollständig überfluteten Keller. Ja. Wurde wohl nichts draus, in die Stadt zu ziehen. Geil. Vielleicht ist hier doch die Shotgun vielleicht ein bisschen besser geeignet. So, vielleicht nehmen wir mal hier so ein Ding und heilen uns. Können wir uns das hier nehmen? Hail to the old gods of Asgard. Ich feiere das so.
Erinnerungen, mehr Sicherung kaufen, viel mehr. Beschissene alte Geräte brennen immer wieder durch. Blumen. Ja, natürlich brennt hier alles durch, wenn hier keiner das Wasser abpumpt. Barry kämpft mit den Künstlern. Wheeler used to be the agent of a manic depressive celebrity writer, Alan Wake. Wake had various addictions on his back. An on-off death wish. Wheeler had seen a thing or two. Wheeler paid a lot of money for a good shrink. Got himself convinced that all the nightmares he'd seen leading up to Wake drowning himself were just his imagination. PTSD. Now we had pills to keep the shadows from his sleep. But the Andersons were something else. The nightmares were starting to creep in again. Or maybe it was the drugs in the air. Wheeler hoped it was the drugs. The Andersons were so old. Vampires. After every gig and the party that followed, took them weeks to bounce back. And they never did completely. Each time Wheeler expected them to croak. Hm. Vampire. Interessant. Oh. Irgendwie wissen die immer, wann ich speichern möchte. So, ich überlege mal. Ja, hier die Brustbolzen, Armbrustbolzen. Packen wir mal weg. Und sonst, ja, sind wir eigentlich ganz gut unterwegs. Ich frage mich, ob sie einen New Game Plus Modus hinzufügen. Das wäre eigentlich ganz nice. Würde ich feiern. It won't open. Natürlich nicht. Noch eine Seite. Emmett besessen. Emmett Elwood had had enough. All his life he'd been surrounded by the same small-minded, impolite, ignorant people in town. Their endless gossip, their nose-picking, chewing food with their mouths open, not washing their hands after visiting the restroom, and touching things. Touching everything. The world was going to hell. He'd watched day after day how all the nice things in life in Bright Falls were spoiled and ruined forever. There would be a just and terrible reckoning. Emmett had imagined many times how he'd make them pay. He had lovingly tended his anger, made it grow hotter. It was out in the open now. Ugly and slobbering, they reached at him with their unwashed hands. He'd beat them down, beat them until they no longer moved. And then he'd wash his hands with a strong antibacterial disinfectant. Hm. Ist das denn noch alles? Emmett Elwood had had enough. All Wo war das mit dem Bacterial Disinfectant? Hässlich und somit griffen sie nun schnell nach ihm, er würde sie niederschlagen. Hm. Der liest doch aber schon alles vor, oder? Alter, wo geht's da hin? Oh Gott. Is this something they watch on movie night? That looks just like Casey. What the hell is going on? Hä? Ich sehe nix. Ist das ein Bug? Irgendwie, keine Ahnung, die Musik fuckt mich ab.
Ja, jetzt beruhig dich mal. Das war jetzt irgendwie ein Fail. Zanes Anwesen, bekannter Filmemacher, gründet Künstlerkommune in Bright Falls. Thomas Zane, geboren als Thomas Seine in Finnland, und seine Partnerin Barbara Jagger, geboren als Barbara Jakkala in Finnland, haben vor kurzem eine Künstlersiedlung hier in Bright Falls gegründet. Mr. Zane hat das alte Herrenhaus im Stadtrand gekauft und das Paar hat sich bereits dort niedergelassen. In seinem Heimatland und auch international ist Mr. Zane ein berühmter und angesehener Autor und Filmer, ein aufsteigender Star, der bereits mit Größen wie Stanley Kubrick und Ingmar Bergman verglichen wird. Sein bisher letzter Film Nightless Night wurde mit mehreren europäischen Filmpreisen ausgezeichnet. Mr. Zane dreht derzeit einen Spielfilm mit dem Titel Tom der Dichter. Im Gespräch zeigt sich Mr. Zane als charismatische Persönlichkeit mit großen Träumen. Er erzählt davon, dass er in der Gegend ein Hotel und ein Filmstudio bauen will. Er hat sogar schon einen Namen für das Hotel: Ocean View Hotel. Der Reporter ist der Meinung, dass sich der Name wunderbar eignet. Die Träume von Mr. Zane würden Brightfall sicherlich zu einem allgemein bekannten Begriff machen, wenn sie Wirklichkeit werden würden. Die Mitglieder der Kommune denken offensichtlich genauso und sehen Zane als einen Menschen, der es wert ist, verehrt zu werden, ja sogar ein wenig kultisch verehrt zu werden. Ähm, Ein Menschen, der seine Anhängerschaft dazu anleitet, ihr Bewusstsein zu erweitern und mit Hilfe von magischen Pilzen einen höheren Zustand der künstlerischen Inspiration zu erreichen. Der Bright Falls Record billigt zwar nicht den Konsum illegaler Drogen, aber wir hoffen, dass Mr. Zane dazu beitragen wird, unsere Stadt auf die künstlerische Landkarte zu bringen. Thomas Zane looked just like Wake. Is this why Odin keeps calling him Tom? Verdammt. Ja, aber woher soll ich wissen, wie man hier aufmacht? Hier war keine Zahlenkombi, ja. Hoffentlich hat das nichts hier mit dem Projektor hier zu tun, weil ich habe jetzt hier nichts gesehen. Noch eine Seite. Cynthia Weaver had always kept her lantern close. Someone in the bathroom with her. In the dark. Dark water pressed itself into her. She screamed. So, es kamen Blasen raus, das ist der letzte Satz. Dann gucken wir mal, ob er auch alles vorliest. Cynthia Weaver hated being old. She'd been a doer, a fighter. Now the bathroom frightened her, afraid she'd break her hip, like Norman. Cynthia had always kept her lantern close, to hold the darkness at bay. "Oh dear, my lantern. I think I've lost it," Cynthia said. "This will put a smile back on your face, my dear," a voice said. A man's voice. Someone in the bathroom with her. In the dark. The light bulb had blown. She meant to replace it days ago. How could she forget? She had slipped getting out of the tub. She lay in the tub now. She lifted her hand. It looked wrong. Too many hands. In a black void with no sense of up or down, she was underwater. A dark shape pushed her down. Dark water pressed itself into her. She screamed. It came out in bubbles. Okay, ja. Gut, dass er alles liest. Hm. Ja, jetzt haben wir auch noch die gute Cynthia Weaver verloren. Ich kann jetzt hier nicht gehen, bevor ich ja den Safe nicht geöffnet habe. Ah, 273. Oh, ich glaube, da ist gerade jemand aus dem Wasser gestiegen. Der Code ist 273. Rose, wenn du das siehst, erinnere bitte die Bewohner daran, meine Sachen in Ruhe zu lassen. Ich glaube, sie hassen mich.
Verarscht mich nicht. Ich hab's genau gehört. Ah, eine Sicherung. Und wo gehört die hin? A fuse. Could come in handy. Hm. Ich habe plötzlich das dringende Bedürfnis, speichern zu müssen. Ah, habe ich doch gewusst, dass da irgendwelche Penner sind. It's not opening. Na, ich würde sagen, die Tür machen wir noch auf. Ah, die ist einfach verschlossen von beiden Seiten. Rose, die Ersatzsicherungen sind jetzt unter Verschluss, weil jemand Artie sie ständig klaut. Der Code ist in der Waschküche. Ja, für jemanden, der den anderen Aushang nicht gefunden hat. So, und dann geht's hier wieder an die Stelle, an der wir schon waren. I can't get through this. Dann eben nicht. Ja, hier ist jetzt nichts mehr. Gut. Okay, das mit dem Code. Dann, ja. Verschwinden wir. Alter, das ist gerade direkt ein, ein Rabe an meinem Fenster vorbeigeflogen. Bin ich ein bisschen zusammengezuckt. Cool, wie das Wasser hier so an den Wänden reflektiert. Mein Gott. Rose, die hat auch echt Eierstücke aus Stahl. Bolzenschneider, Bolzenschneider. Okay, dann gibt's hier nichts mehr, was ich mit dem Schlüssel öffnen kann, glaube ich. Was ich irgendwie blöd finde, dass man die zwischen den Karten nicht wechseln kann, oder? Geht, glaube ich, nicht. Verlassen, Ziele, Sekunde. Doch, kann ich. Verschlossene Tür, verschlossene Tür. Theoretisch könnten wir hier noch die ganzen Türen aufmachen. Hm, ja, was machen wir denn? Ich glaube, wir gehen noch mal in den Keller und dort speichern wir. Und in der nächsten Folge gehen wir zurück ins Wellness Center und versuchen die ganzen Türen zu öffnen. Denn wir haben jetzt, nee, so rum. Wir haben jetzt Roses Schlüsselanhänger für eine elektronisch verschlossene Tür im Pflegeheim Valhalla, ausgehändigt von Rose. Versuchen wir das dann mal.
dann hoffe ich, dass ihr Spaß hattet mit dieser Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal mit dem Geschichtenerzähler und Alan Wake 2. Haut rein!